Weißt du, Oskar, eigentlich bist du ja ein ziemlich hässlicher Vogel. Oh, sag mal, findest du dich vielleicht schöner, du alte giftige Brillenschlange? Oskar, ich wollte dich doch nicht. Und sowas wirkt auch noch im Kinderprogramm mit. Die Kinder müssen ja Angstträume kriegen, wenn die dich sehen. So. Und vor dir und den anderen Fernsehmonstern haben die Kinder wohl keine Angst, wie? Ha, das möchtest du wohl, was? Nee, wir sind ständig von Psychologen begutachtet worden. Man will uns, man braucht uns. Und viele Vorschulkinder lieben uns sogar, jawohl. Da hat er recht. Guten Tag, meine Damen und Herren. Zumindest wird ein Kind im Alter von 3 bis 6 Jahren keinen Schaden an seiner Seele nehmen, wenn es so ein Monster geschenkt bekommt. Wie aber sieht es mit Babys und Kleinkindern aus? Nun, der Arbeitsausschuss Spielgut meint zumindest, dass man den Kleinsten keine Monster oder andere skurrile Figuren in die Wiege legen sollte. Der Spielkamerad fürs erste Lebensjahr sollte auch keinesfalls ewig grinsen oder ständig traurig dreinblicken. Besser ist ein neutrales, freundliches Gesicht, so kann man es der Fantasie des Kindes überlassen, was die Puppe gerade fühlt. Solche Wappelfiguren sind für Babys nicht nur ungeeignet, sie sind sogar gefährlich. Wir warnten schon vor 7 Jahren davor. Der Grund? Von einem solchen Wappelscherzartikel hatte ein Erwachsener ein Stück abgebissen und runtergeschluckt. In seinem Magen wurde der Weichmacher aus dem Kunststoff gelöst und die verhärteten, scharfkantigen Teile verursachten tödliche innere Verletzungen. Tierversuche haben inzwischen diese Gefährlichkeit bestätigt. Trotzdem werden Wappelfiguren weiter verkauft. Nun hoffentlich gibt sie niemand seinem Baby in die Hand. Aber welches Spielzeug soll man eigentlich Babys in die Hand geben? Kauf dir einen bunten Luftballon. Tja, kauf ihm einen bunten Luftballon. Der wird, wenn er sich über der Wiege sanft im Luftzug bewegt, die Aufmerksamkeit des kleinen Erdenbürgers erregen, wird dessen Augen an sich fesseln, die schnelleren Bewegungen noch nicht folgen können. Das Sehen will also erst gelernt sein. Und nicht nur das. Ungekannte Geräusche dringen in die kleinen Ohren. Es gibt allerhand Rätselhaftes zu riechen und zu schmecken. Das Baby spürt Berührungen und fängt schließlich an, seine nächste Umgebung neugierig zu ertasten. Eltern sollten in diesem Alter noch nicht zu viel von ihren Nesthäkchen erwarten und die Flut der Reize hin und wieder ein wenig eindämmen, zum Beispiel indem sie auf solche Spielzeug verzichten. Sogenannte Babytrainer oder Lerncenter überfordern das Baby, urteilen viele Pädagogen und Psychologen. Hier soll geklingelt und gedreht werden. Es wackelt, schnarrt und hupt. Telefonieren kann man vorwärts und rückwärts. Aber womit fängt das Baby an? Eins lenkt vom anderen ab und alles zusammen kann leicht den Grundstein zu unkonzentriertem Verhalten legen. Aber eine Spieluhr, wird die dem Kind nicht Ruhe und Besinnlichkeit bescheren? Das mag wohl sein, doch wenn die scheppernde Dudelei im Ton nur ein bisschen daneben liegt, könnte auch mangelnde Musikalität die Folge sein. Interessant für das Baby ist an so einem Ding eher die Tatsache, dass sich die Augen, die einfach an den Stoff geklebt sind, abdrehen lassen. Die messerscharfen Kanten des Knopfes können gefährlich werden, besonders weil Babys alles gerne mit dem Mund untersuchen. Was braucht ein Baby, solange es vorwiegend in der Wiege liegt? Erstens ein kleines Kuscheltier oder ein freundlich schauendes Stoffpüppchen. Zweitens, wenige ganz einfache Spielzeuge, von denen jeweils 2 aus unterschiedlichem Material für ein paar Tage links und rechts am Bett befestigt werden. Natürlich so, dass das Baby sich nicht an den Schnüren verfangen oder an scharfen Kanten verletzen kann. Dieses Glockenspiel, das so harmlos aussieht, fiel übrigens durch die Sicherheitsprüfung nach DIN. Eine Holzkugel brach ab, zurück blieb ein spitzer Stachel.
Das Alter, in dem man die Welt mit den Händen, aber auch, vielleicht sogar vor allem, mit dem Mund begreift. Da braucht das Kind etwas zum Trainieren. Als Greifling sind am Anfang Ringe besonders geeignet, weil sie sich von jeder Seite gleich gut fassen lassen. Bei diesem lassen sich später noch Kugeln entdecken, die überdies ein interessantes Geräusch verursachen. Für den fortgeschrittenen Greifer gibt es jede Menge interessanter Variationen. Fingerspiele aus verschiedenen Materialien, auf denen Babys ohne Gefahr herumkauen können. Solche billigen Beißringe mit Elefantenanhänger sind dagegen gefährlich. Das Kettchen wirkt wie eine Kettensäge. Wenn das Baby nur unermüdlich sägt, rieseln aus dem Elefantenkopf schließlich scharfkantige Kunststoffsplitter, die eigentlich im Bauch des Elefanten klappern sollten. Man geht auf Entdeckungsreisen, robbend, rollend und krabbelnd. Ab 6 Monaten etwa brauchen Babys Spielzeug, dem sie nachkrabbeln können. Ein unberechenbarer Schelm ist der Luftballon. Flau aufgeblasen, treibt er mal sanft, mal springt er unverhofft. Er quietscht und erhält erstaunlicherweise auch raue Behandlung sehr gut aus. Langlebiger, aber auch wesentlich teurer sind da Stoffbälle. Noch etwas zum Nachkrabbeln. Ohne Zweifel wird das Häschen die Neugier jedes Kindes erwecken, besonders wenn es schließlich eins der Ohren abgebrochen hat und die scharfkantigen Kunststoffteile mit dem Mund untersucht. Kaum weniger gefährlich das Huhn aus Holz. Hier nun 2 Artgenossen aus Blech. Nicht nur als Spielzeug, sondern nebenbei auch als Kartoffelschälmesser zu verwenden. Der Abfall wird umweltfreundlich im Bauch des Tieres aufgefangen. Mindestens genauso gefährlich der Seehund mit stählerner Lanze. Zu empfehlen wäre dagegen schon ein stabiles Auto, möglichst ein ganz einfach konstruiertes. Für geübte Krabbler wäre später ein Zug mit mehreren Wagen interessant. Aber bitte nicht dieser. Erstens sind die Haken und Ösen zu klein. Selbst einjährige Kinder können diese Wagen nicht aneinander hängen. Zweitens lösen sich die Haken ganz leicht aus dem Holz. Ein unbekömmliches Hors d'oeuvre zu der etwas größeren Klingel, an der Ihr Baby sicher schwer zu schlucken hat. Vollkommen sicher ist dagegen dieser kleine sogenannte Sandschleppzug. Die Kupplungen zwischen den einzelnen Elementen stellen auch keine unüberwindlichen Schwierigkeiten dar. Kann man das da rausholen? Ja. Eins der wichtigsten Spielzeuge sind die Baubecher. Einfach, langlebig und unglaublich vielseitig. Zuerst lernt das Baby, das Sortiment auszubreiten. Zwischendurch sollte es auch mal herzhaft hineinbeißen und dazwischen schlagen können. Wollen wir mal einen Turm bauen? Nach der Phase, in der die Dinge gern durcheinandergewirbelt und demontiert werden, folgen bald die ersten ordnenden Schritte. Ja. Fein. Prima. Später kann man die Formen nach Farben sortieren, damit im Sand, im Wasser und im Kaufmannsladen spielen.
Trinken kann man daraus, Steine aufbewahren und umgedreht wird der Baubecher zum Tisch in der Puppenstube. Zum ersten Geburtstag etwa würde das Kind sich Bausteine wünschen. Lackiert mit Speichel- und schweißechten Farben sind sie absolut hygienisch, aber zum Bauen wenig geeignet. Sie rutschen zu stark. Mit einfachen, unlackierten und ziemlich großen Bausteinen werden dagegen recht bald stabile Bauwerke entstehen. 4 bis 5 Steine, dazu ein paar längliche Riegel, reichen für den Anfang. Die Baustelle muss überschaubar bleiben. Und das gilt ganz generell. Kann das Kind aus einem unüberschaubaren Angebot wählen, ermuntert man es darüber hinaus ständig ein neues Spiel zu beginnen, wird es bald unlustig und unkonzentriert von einem Gegenstand zum anderen pendeln. Konzentrationsschwächen und ein allgemeines Desinteresse in späteren Jahren können auf frühe Überfütterung mit Spielzeug zurückzuführen sein. Dem Baby sollten immer nur einige wenige Teile, wohldosiert, für verschiedene Gelegenheiten angeboten werden. Badewannenspielzeug zum Experimentieren mit Wasser und zur Überwindung von Wasserscheu. Zum Hören, Greifen, Fühlen, stabile Klappern und Beißringe. Und wenn das Baby zahnt, sollte dieser möglichst aus kühlem Metall sein. Über dem Kinderwagen eine Kette aus bunten Hölzern. Sie sollte allerdings nicht das ganze Gesichtsfeld des Kindes beherrschen und selbstverständlich auch nicht mehr verwendet werden, sobald das Kind sich aufrichten und möglicherweise strangulieren könnte. Und als vertrauten Freund, und diesen darf man nicht ständig wechseln, eine warme, weiche Werfpuppe. Sie sollte strapazierfähig und waschbar sein. Darüber und über Spielzeug für ältere Kinder geben 2 Broschüren Auskunft. Und herausgegeben hat sie der Arbeitsausschuss Kinderspiel und Spielzeug, eine Vereinigung von Eltern, Psychologen, Pädagogen, Gestaltern und Ärzten. Bestelladresse Spielgut, Heimstraße 13 in 7900 Ulm. Der Ratgeber Gutes Spielzeug von A bis Z kostet 8 Mark mit Porto und 6 Mark das Verzeichnis aller Spielzeugprodukte, die die Spielgutleute ausgezeichnet haben. Werbung ist Verbraucherinformation, behauptet jedenfalls ganz kühn die Werbewirtschaft. Nun könnte man den Leuten die großen Worte vielleicht noch abnehmen, wenn die Werbung grundsätzlich sachlich über Produkte informieren würde. Wenn allerdings für Produkte, nur um sie gegenüber der Konkurrenz abzusetzen, mit Eigenschaften geworben wird, die einer kritischen Überprüfung nicht standhalten, dann sind wir Verbraucher die Dummen. Beispiel: ein Fall, bei dem es um beschichtete Bratpfannen geht. Wie sollen wir aus der Fülle des Angebots die richtige Pfanne finden, wenn eine Firma mit ihrer Verbraucherinformation das Blaue vom Himmel herunter verspricht? Aber sehen Sie selbst. Seit Jahren gibt es Bratpfannen, in denen dank einer Antihaftbeschichtung nichts festbrät oder hängen bleibt, solange man sie schonend behandelt. Halt, spitze Bestecke wie Messer und Gabel sind in solchen Pfannen verboten. Böse Kratzer in der Beschichtung wären die Folge. Und wird die Pfanne zu heiß, lässt sich der Antihaftbelag oft mühelos abschaben. Deshalb wird regelmäßig auch vor Überhitzung solcher Pfannen gewarnt. Doch jetzt gibt's was Neues. Nur auf dieser Antihaftbeschichtung ist Kratzen erlaubt. So die Werbung für die Bratpfanne BK Robust. Und weiter, sichtbare Schleifspuren beeinträchtigen auf keinen Fall die Antihaftwirkung. Und angeblich macht ihr starke Hitze überhaupt nichts aus. Zugegeben, die Pfanne ist robust verarbeitet. Über einem dicken Stahlkörper liegt eine extrem harte Emailleschicht und darüber die angeblich kratzfeste Antihaftbeschichtung. Doch bereits eine Vorlegegabel hinterlässt Spuren, die nur deshalb nicht gleich auffallen, weil Beschichtung und Emailleschicht die gleiche Farbe haben. Unter dem Mikroskop erkennt man die raue Struktur der Oberfläche. Wo allerdings die Gabel entlang fuhr, blitzt deutlich erkennbar das blanke Email.
Die kratzfeste Antihaftbeschichtung lässt sich zumindest von den Emailspitzen bequem abschaben. Und solche Krümel landen dann im Essen. Und ob die so misshandelte Pfanne ihren Antihafteffekt trotzdem behält, wollen wir sehen. Zum Vergleich haben wir 2 Spiegeleier in einer Beka-Pfanne gebraten, bei der wir von der linken Hälfte vorher die Beschichtung abgeschabt hatten. Das rechte Spiegelei lässt sich dank der unbeschädigten Antihaftschicht noch relativ leicht aus der Pfanne lösen, wenn auch hier ein wenig hängen bleibt. Das linke Spiegelei dagegen muss man fast aus der Pfanne heraus kratzen und deutliche Einbrennspuren bleiben zurück. Auch die Zeitschrift Für Sie stellte kürzlich bei einem Pfannentest in Bezug auf die Beka-Pfanne fest: Wo aber einmal etwas angesetzt war, kann das immer wieder passieren. Trotzdem animiert die Beka-Werbung regelrecht zum Kratzen, denn die Antihaftbeschichtung der Beka Robust hält jedem Angriff stand. Auf der Antihaftbeschichtung können Sie ruhig 1500 Mal kratzen. Das wiederum stellte erstaunlicherweise das Warentestinstitut IPI fest und verlieh der Pfanne für Kratzfestigkeit ein sehr gut. Getestet wurde übrigens im Auftrag der Firma Braun und Kemmler, dem Hersteller der Beka-Pfanne. Wohl beeindruckt von diesem Gutachten und nach eigenen Kratzversuchen im Gerichtssaal wies ein deutsches Gericht übrigens kürzlich eine einstweilige Verfügung gegen die Beka-Werbung zurück. Für uns kaum zu verstehen. Dieses Spiegelei hier haben wir mal in einer anderen Pfanne gebraten, auf deren Beschichtung nicht herumgekratzt werden darf. Und nun das Ergebnis in der kratzfesten Beka-Pfanne. Wir haben hier nicht wieder versucht, die ganze Beschichtung abzuschaben. Wir haben sie diesmal nur nicht schonend behandelt, also in der Pfanne mit Messer, Gabel und Bratenwender herumgeschnitten, gekratzt und geschabt, wie das wohl einer Beanspruchung nach längerer Benutzung entspricht. Aus dem Anti-Hafteffekt wurde nun ein regelrechter Hafteffekt. Vielleicht hätte dieses Experiment ja auch die Richter überzeugt. Verschmorende Kabeltrommeln führen immer wieder zu Bränden. Zwar gilt seit Juli 1980 eine neue VDE-Vorschrift, die für Kabeltrommeln generell einen solchen Überhitzungsschutzautomaten vorschreibt, der die Stromzufuhr sofort abschaltet, sobald die Trommel zu heiß wird. Trotzdem werden offensichtlich immer noch unbehelligt Kabeltrommeln hergestellt und überall im Handel angeboten, bei denen diese vorgeschriebene Sicherheitseinrichtung fehlt. Achten Sie also beim Kauf auf den Überhitzungsschutzautomaten. Aquarienfreunde leben gefährlich. Und zwar dann, wenn sie ihre Aquarien elektrisch beleuchten. Wegen erheblicher elektrischer Sicherheitsmängel musste die Stiftung Warentest in der Vergangenheit vor dem Kauf aller geprüften Aquarienleuchten warnen. Seit Mai 1981 dürfen nur noch wasserdichte Aquarienleuchten hergestellt und in den Handel gebracht werden. Sind sie nur spritzwassergeschützt, müssen sie, wie hier, zumindest fest mit der Aquarienkonstruktion verbunden sein. Doch die Industrie schläft offenbar. Wir fanden nur diese eine Gesamtkonstruktion mit Spritzwasserschutz und keine einzige wasserdichte Lampe. Immer wieder verlangen Handwerker für schriftliche Kostenvoranschläge Geld, wenn sie den Auftrag am Ende nicht bekommen. Doch seit rund 2 Jahren müssen Kostenvoranschläge nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs grundsätzlich kostenlos sein. Es sei denn, beide Seiten haben sich vorher auf eine Bezahlung geeinigt. Weitgehend Unklarheit herrscht immer noch darüber, wie viel Frucht in verschiedenen Getränkesorten enthalten sein muss. Die Fruchtsaftverordnung legt das eindeutig fest. Fruchtsäfte und Obstsäfte müssen zu 100% aus Früchten hergestellt sein, und zwar ohne Verwendung von Konservierungsstoffen. Fruchtnektar, Fruchttrunk oder Süßmost kann bis zu 50% aus Wasser bestehen. Bei Fruchtsaftgetränken ist der Wasseranteil noch erheblich höher. Zitrussaftgetränk zum Beispiel braucht sogar nur 6% echten Zitronen- oder Orangensaft zu enthalten. Und der höchste Wassergehalt ist bei Limonaden mit Fruchtsaft erlaubt.
Da genügt zum Beispiel 3% echter Orangensaft. Doch es gibt auch Limonaden, die praktisch keinen Fruchtsaft enthalten. Die müssen aber im Gegensatz zur künstlich aromatisierten Brause wenigstens mit natürlichen Essenzen zubereitet werden. Faszinierend, der Blick in weite Ferne. Das Fernrohr, erfunden vor fast 400 Jahren, hat uns das möglich gemacht. Dies kleine Opernglas von heute funktioniert noch nach demselben System. Doch damit kann man sich höchstens den Stars auf der Opernbühne ausreichend nähern. Wer mit Opernglas auf Safari geht, dem dürfte diese dreifache Vergrößerung kaum genügen. Man muss einfach zu dicht ran an die Tiere. Für solche Zwecke sind besonders Ferngläser mit 8-facher Vergrößerung zu empfehlen. Nun meinen aber Leute, bei denen es aufs Geld nicht ankommt, dass sie sich mit 10- oder 15-facher Vergrößerung etwas besonders Gutes tun. Doch dabei überträgt sich jede Handunruhe, jedes Zittern als ein besonders störender Wackeleffekt. Ab etwa 10-facher Vergrößerung braucht man deshalb ein Stativ. Aber wer will das schon ständig mit sich rumschleppen? Der Griff nach dem Glas, nach welchem Glas auch immer, dem Genießer kann er Labsal bedeuten. Oder ästhetische Freude sein. Unser Genießer hat bei seinem Taschenfernseher ganz bewusst Wert auf kleinstmögliche Dimension mit dennoch optimaler Bildqualität gelegt und dieses 8x20er Glas gewählt. Die 8 verspricht 8-fache Vergrößerung des anvisierten Zieles. Zunächst unglaubwürdig, diese beiden Ferngläser haben den gleichen Vergrößerungswert, beide 8-fach. Stark unterschiedlich allerdings die zweiten Zahlen, die den Objektivdurchmesser angeben. 20 mm bei dem kleinen, 56 mm bei dem großen Objektiv, und das ist mitentscheidend für die Lichtstärke. Denn je mehr Licht vorn Einlass findet, desto heller übermittelt sich das Gesehene dem Betrachter. Vorausgesetzt, das Okular lässt genügend Licht wieder heraus, hinein ins beobachtende Auge. Im Idealfall haben Sie wie hier ein Nachtglas vor sich. Faustregel dafür: große Eintrittsöffnung vorn und große Austrittsöffnung hinten. Das hier kann also nur ein Tagesglas sein. Der Leistungsunterschied wird sichtbar an Testtafeln. Es gilt, verschiedene Linien und Figuren zu erkennen, zudem noch auf farblich anderen Untergründen. Langsam setzt die simulierte Dämmerung ein. Das 8x56er Nachtglas macht den Anfang. Nach dem Einstellen der Schärfe zeichnen selbst kleinere Details unfeine Zweigstrukturen noch deutlich. Das 8x20 mm Tagesglas. Seine Vergrößerungsleistung ist bekanntlich der des Nachtglases gleich. Feinere Konturen jedoch verschwimmen in der Dämmerung. Folglich müsste also dieses 8x21 mm Glas wenigstens etwas besser, etwas lichtstärker sein. Fehlanzeige. Alles wesentlich dunkler. Wie ist das möglich? Wie kann dieses Glas mit den bescheideneren Daten besser sein als jenes mit den besseren Wertangaben? Die Untersuchung gibt Antwort. Eine transparente Millimeterpapierscheibe auf dem 21 mm Objektiv zeigt keine 21, sondern nur knappe 18 mm Durchmesser an. Innenliegende Blenden nehmen 3 mm weg, also mehr als 10%. Und das Bild erscheint um 20% dunkler gegenüber dieser ehrlichen Linse. Grundsätzlich, Material und Feinmechanik müssen von solider Stabilität sein. Wenn aber die haltgebende Brücke derart labil ist, wird die Schärfeinstellung immer schwieriger, weil sich die optischen Achsen dejustieren. Folgen: früher oder später treten Kopfschmerzen auf, die Schärfe verstellt sich von selbst. Oder im Extremfall erscheinen doppelte Konturen, ähnlich den Geisterbildern auf dem Fernsehschirm. Ferngläser sollten rustikale Behandlung vertragen können. Feuchtigkeit und Staub dürfen auf keinen Fall Eingang finden. Verschmutzung und Korrosion im Inneren wären unvermeidlich, wie hier. Deutliche Korrosionsblüten.
und Schmutzablagerungen an den Wänden. Ursache: der Fronteinsatz lässt sich ganz leicht abschrauben. Keine Dichtungen, sie wurden eingespart. Und der Frontring? Einfaches Blech, ohne festen Abschluss. Sand konnte eindringen. Da verspricht diese metallbewehrte Konstruktion mehr Zuverlässigkeit. Das blanke Metall allerdings entpuppt sich als federleichte Verzierung. Das dunkle Material, teilweise Kunststoff, teilweise Weichgummi. In dem abdichtenden Gewindeschnitt eine gähnende Einflugschneise für Fremdkörper. Die Prismenlagerung, oben mit einem Bügel Druck verspannt, unten einfach festgeklebt. Dagegen dies: jedes Einzelteil aus stabilem Leichtmetall, alle Linsen und Prismen passgenau mehrfach verschraubt. Dazwischen schützende Dichtungen und Manschetten. Erkennen können Sie das leider nicht. Fragen Sie einen guten Fachhändler. Die Scharfeinstellung. Sie kann entweder durch Einzelfokussierung für jedes Auge erfolgen oder durch sogenannten Mitteltrieb für beide Augen gleichzeitig. Viele Menschen haben aber unterschiedlich leistungsfähige Augen. Abhilfe schafft der Dioptrienausgleich, entweder durch Verstellung eines Okulares oder über ein zweites Rad am Mitteltrieb. Umgreifen entfällt. Gut geeignet dafür ein gradsichtiges Prismenglas, leicht erkennbar an der geraden Rohrführung, links im Bild. Rechts mit der verwinkelten Rohrführung ein sogenanntes Porroprismenglas. Der Strahlengang führt zunächst außerhalb der Blickachse durch das Objektiv in das Umkehrprismensystem und von dort in das Auge. Der Augenabstand ist hier also kleiner als der Objektivabstand. Plastisches Sehen, wie mit dem Scherenfernrohr, ist dennoch unmöglich. Wenigstens 60 cm Objektivabstand wären dafür nötig. Beim technisch anspruchsvolleren, gradsichtigen Fernglas bilden Eintritts- und Austrittslinie eine Achse. Ob Gradsicht oder Porroglas, alle Einzelteile und die Glasqualität müssen stimmen. Da ist dieser Schornstein, ohne Fernglas betrachtet. Und jetzt mit. Er wirkt wie eingeschnürt, hat plötzlich eine Taille. Ein Schwenk nach rechts und er verzerrt sich links. Beim Blick nach links geht's umgekehrt. Zugegeben, nach den optischen Gesetzen ist das nicht immer ganz vermeidbar, muss aber nicht so extrem entstellen. Hart vergütet steht hier geschrieben. Vergütete Optik dort. Fully coated, was voll vergütet heißt, prangt da. Einige Hersteller schreiben gar nichts drauf, weil Vergütung eigentlich selbstverständlich ist. Beim Vergüten werden auf das Glas reflektionsmindernde Schichten aufgedampft, um einfallendes Licht nicht zurückzuspiegeln, sondern möglichst ungehindert durchzulassen. Hier wirkt die Beschichtung sehr gut. Starke Reflexion dagegen bei dieser Vergütung. Ein dreigeteiltes Demonstrationsglas. Es wurde unten links gar nicht vergütet, rechts einfach und links oben mehrfach entspiegelt. Das Blau weicht durch leichtes Drehen klarer Durchsicht. Die Versuchsanordnung mit Tageslicht angestrahlt. Schärfenverlagerung macht in 3 Metern Entfernung den Hintergrund sichtbar. Oben links das reflektionsfreie, unten links das nicht entspiegelte Drittel. Das sind sogenannte Stülpmuscheln. Je nach Bedarf lassen sie sich aus- oder einstülpen. Das ist wichtig für Brillenträger, denn die Augenentfernung zum Okular muss ohne Brille genauso weit sein wie mit Brille, wenn der Brennpunkt stimmen soll. Allerdings, nicht jede Stülpmuschel ist wirklich eine. Erkennungshilfe, ein B hinter den Nenndaten sagt, für Brillenträger. Verschiebbare Okulare mit vergrößerter Austrittspupille machen es dem Brillenträger noch einfacher.
Seeleute, Jäger und Bergsteiger brauchen ein gummiarmiertes Glas. Stoß- und wassergeschützt lebt es länger. Wenn Sie die Wahl zwischen zwei Gläsern haben und Wert darauf legen, auch noch bei Dämmerung gut zu sehen, dann rechnen Sie einfach Vergrößerungsfaktor mal Objektivdurchmesser. Das höhere Ergebnis zeigt es. Das 7x50er Glas ist für Dämmerung besser geeignet als das 8x30er. Im Prospekt oder eingraviert ins Fernglas findet man oft solche Angaben. Das bedeutet, auf 1000 Meter Entfernung kann man ein Seefeld von 100 Meter Breite überblicken. Vorausgesetzt natürlich, die Optik taucht was und ist nicht im Randbereich verschwommen. Ja, und noch etwas zur Garantie. Auf diesem Karton hier wird stolz verkündet 5 Jahre Garantie. Und drinnen befindet sich eine Karte, die sogar lebenslange Garantie verspricht. Nur, worauf bezieht sich dieses lebenslang? Auf den Käufer, auf das Fernglas oder etwa auf die Firma? Dagegen beziehen sich die 30 Jahre Garantie hier ganz klar auf das Fernglas. Es fragt sich nur, ob man als Laie über 30 Jahre hinweg noch Fertigungsmängel beweisen kann. Vor über 200 Jahren fing sie an, die Geschichte vom schachspielenden Automaten. Damals baute der österreichische Ingenieur Wolfgang von Kempelen zur Unterhaltung der Kaiserin Maria Theresia so eine Schachmaschine. Diese Puppe hier in Gestalt eines Türken konnte die Schachfiguren bewegen und fast jeden Gegner schlagen. Der Trick dabei, in der Maschine war ein Schachmeister versteckt, der die Züge des Türken über Hebel fernsteuerte. Dieser Maschine verdanken wir übrigens den Begriff einen Türken bauen, der besonders jenen Journalisten geläufig sein dürfte, die einfach vorgetäuschte, eben getürkte Tatsachen veröffentlichen. Die Schachmaschinen von heute sind kleine elektronische Rechner, die im günstigsten Fall von einem Schachmeister programmiert wurden. Was sie können und was nicht, zeigt unser Film. Schach, seit vielen Jahrhunderten das beliebteste Brettspiel überhaupt, hat doch heute noch ungezählte Anhänger. Um es spielen zu können, braucht man ein Schachbrett, einen Satz Figuren und einen gleichgesinnten Partner. Aber der ist nicht immer zur Hand und so kann die Spielfreude einen argen Dämpfer erfahren. Für den frustrierten Schachspieler bietet sich seit einigen Jahren ein Ausweg. Seit 1977 nämlich gibt es den sogenannten Heimschachcomputer, den Schachrechner in Mikroformat, der zu jeder Tages- oder Nachtzeit die Rolle des Gegners bereitwillig übernimmt. Das Herzstück eines Schachcomputers besteht aus einem winzigen Siliziumscheibchen, einem sogenannten Mikroprozessor, der die Züge der Maschine ausrechnet. Die ersten Schachcomputer, die auf den Markt kamen, waren richtige Stümper, die nicht mal alle Regeln kannten. Seit etwa 1,5 Jahren gibt es eine neue Generation von Schachcomputern. Die meisten beherrschen die Regeln gut oder zufriedenstellend. Sie verfügen zudem über mehr Komfort und eine erheblich gesteigerte Spielstärke. Über 2 Dutzend verschiedene Modelle tummeln sich auf dem Markt. Über 200.000 Geräte wurden bislang abgesetzt. Die meisten Schachcomputer werden über eine Tastatur bedient. Man tippt die Koordinaten des Zuges, den man machen will, ein. Ja, nun den Läufer von C1 nach E3. C1, E3. Nach einer bestimmten Rechenzeit antwortet der Computer mit einem Gegenzug, den der Spieler am Brett für den Computer ausführen muss. Das nötige Schachbrett ist bei vielen Geräten gleich integriert. Bei diesem Gerät kann man die Figuren zum Transport durch eine Acrylglashaube sichern. Wenn jedoch die Figuren so fummelig klein sind wie bei diesem Gerät, dann muss zusätzlich ein richtiges Schachbrett mit großen Figuren her. Das Eintippen von Koordinaten ist nicht jedermanns Sache. Allzu leicht kann man sich nämlich vertippen. D2. Was ist das denn? Den Zug, den will er ja gar nicht. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Nochmal, also. Dann kommt es schon mal vor, dass Mensch und Maschine sich einfach nicht mehr verstehen. D2. Den nimmt er einfach nicht an, den Zug. Einige Schachcomputer besitzen ein sogenanntes Sensorbrett. Man muss mit der Figur lediglich auf das Ausgangsfeld und auf das Zielfeld etwas Druck ausüben.
Der Computer erkennt den Zug direkt, meist mit Hilfe von Sensoren, die unter der Deckfolie des Schachbretts angebracht sind. Am bequemsten spielt sich's mit diesem Gerät, das magnetempfindliche Schalter besitzt. Es ist auch eines der spielstärksten der jetzigen Generation. Allerdings hat so viel Luxus seinen Preis. Etwa 2500 Mark kostet dieser Computer. Er könnte leicht halb so teuer sein. Auch dieses Gerät, das für unter 800 Mark zu haben ist, hat zahlreiche technische Raffinessen. Also sowas, das ist ja fantastisch, wirklich. Man kann es mit dem häuslichen Fernseher verbinden und die Partien auf dem Bildschirm verfolgen. Auch fremde Partien kann man dem Computer eingeben und beliebig oft abspielen. Anschließend kann man mit Hilfe des eingebauten Kassettenrekorders die Partien auf normalen Musikkassetten speichern, gleich mehrere hundert auf einer einzigen Kassette. Anders bei diesem Computer. Wenn man die Partien, die man gegen ihn spielt, festhalten will, kann man sie durch einen Drucker mitschreiben lassen. Auch die augenblickliche Stellung wird auf Wunsch ausgedruckt. Bei Schachcomputern ist der Sinn der Nebenfunktionen nicht immer zu erkennen, es sei denn im Spieltrieb der Hersteller. Dass dieser Computer die Züge mitspricht, mag für blinde Schachspieler eine wertvolle Hilfe sein. Dem Normalverbraucher kann er bald auf die Nerven gehen, auch wenn er reumütig ankündigt: Ich habe verloren. Na also. Und es wird höchstens die Schaufensterdekorateure von Fachgeschäften begeistern, dass dieses Gerät veranlasst werden kann, gegen sich selbst zu spielen. Stunde um Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche. Nicht immer ist für den Schachfreund eine Steckdose in der Nähe. Für unterwegs bieten daher einige Geräte auch die Möglichkeit des Batteriebetriebs. Wenn allerdings wie bei diesem Gerät, das für ca. 150 Mark zu haben ist, die Batteriekraft durch eine stromfressende Leuchtdiodenanzeige in 11 Stunden aufgezehrt wird, dann kostet das Vergnügen leicht 2 Mark pro Partie und kann, wenn keine Ersatzbatterien zur Hand sind, unvermittelt zu Ende sein. Mit Batterien betrieben wird auch der einzige Deutsche unter den Schachcomputern. Mephisto heißt er und kostet 550 Mark. Durch die stromsparende Flüssigkristallanzeige reichen Alkali-Batterien für etwa 60 Stunden. Nur schade, dass er kein eigenes Schachbrett besitzt. Auch unterwegs muss man dann zusätzlich ein herkömmliches Schachbrett dabei haben. Das wiederum sollte natürlich auch eisenbahnfest sein. Die Stiftung Warentest hat 18 Schachcomputer, die Anfang des Jahres im Handel angeboten wurden, untersucht. Die Preise 160 bis 2500 Mark. Gravierende Mängel wurden vor allem in den mitgelieferten Netzteilen festgestellt. Erstaunlich bei Geräten dieser Preisklasse. Meist war die Wärme- und Feuerfestigkeit bei Kurzschluss nicht gewährleistet. Zum Teil waren die Netzteile nicht einmal gegen Kurzschluss abgesichert, sodass im Fall eines Defekts am Computer das Netzteil leicht in Flammen aufgehen kann. Auch im Normalbetrieb, bei dem sich gute Netzgeräte kaum merklich erwärmen, können bei einigen Geräten Temperaturen gemessen werden, die nahe dem Siedepunkt des Wassers liegen. Bei Kurzschluss wird's dann brandheiß. Elektrisch unbedenklich waren von den 18 getesteten Geräten nur 6. Allerdings wurden 4 davon auch noch wegen schlechter Ausstattung und Bedienung oder unzureichender Spieleigenschaft als mangelhaft aus dem Rennen gezogen. Nur das große Sargon ARB war gut und das kleine Mephisto zufriedenstellend. In einem großen Turnier, Computer gegen Computer, wurde die Spielstärke der getesteten Geräte ermittelt. Eindeutiger Sieger mit 5 glatten Gewinnpartien, der Morphy Encore. Gefolgt von dem Sargon ARB, dem Intelligent Chess und Chess Challenger Sensory Voice. Im Mittelfeld lagen 11 Geräte dicht beieinander mit 2 bis 3 Punkten.
Und am Ende des Feldes 3 Geräte mit weniger als 2 Punkten, das letzte sogar mit 0 Punkten aus 5 Partien. Die Spielstärke der heutigen Schachcomputer ist für den Schachneuling meist ausreichend, manchmal sogar zu stark. In vielen Geschäften hat man die Möglichkeit, vor dem Kauf die Geräte in aller Ruhe auszuprobieren. Bei dem Probespielen sollte der gewählte Computer Ihnen leicht überlegen sein. Nur so wird er möglichst lange eine Herausforderung bleiben, ein Ansporn, die eigene Spielstärke zu verbessern. Auch die stärksten der heute angebotenen Schachcomputer sind allerdings für ausgefuchste Clubspieler noch keine vollwertigen Gegner. Und vielleicht lässt er sich dann sogar Also gleich wenn er jetzt ein bisschen Ehrgefühl hat, dann gibt er auf, finde ich. Ja, na, dazu ist er zu. Auch die Atmosphäre einer menschlichen Schachpartie kann die Elektronik kaum ersetzen. Einen Sinn erfüllt der Schachcomputer nur dann, wenn er mehr Menschen an das Schachspiel heranführt, wenn er sie ermuntert, ihre Schwellenangst zu überwinden und mit Freunden oder im Club von Mensch zu Mensch Schach zu spielen. Dann dürfte der ehemalige Trainingspartner allerdings bald im Abseits stehen. Das meisterliche Schachspiel lernt man mit einem Schachcomputer nicht, denn die meisten Geräte spielen sehr ungesund. Zwar bestehen sie taktisch verwickelte Situationen recht gut, aber eine längerfristige Strategie lassen sie kaum erkennen. Sie sehen nur alles, was innerhalb eines Suchhorizonts von 2 bis 3 Zügen möglich ist. Gefahren, die jenseits dieses Horizonts liegen, existieren für sie nicht. So kann es vorkommen, dass ein Angriff wie dieser hier, bei dem alle weißen Kräfte zum Sturm auf den schwarzen König bereitstehen, einfach ignoriert wird. Selbst Anfänger würden diese Gefahr sofort erkennen und reagieren, doch der Computer geht fröhlich auf Bauernjagd am Damenflügel. Dennoch, eins lernt man von Schachcomputern gewiss, nämlich keine der eigenen Figuren hängen zu lassen. Solche Fehler erkennen Computer immer und dann sind sie unerbittlich. Für den Herbst ist übrigens eine neue Generation von Wundermaschinen angekündigt. Teils sind es Module mit neuen, stärkeren Programmen, mit denen die bisherigen Computermodelle ergänzt werden können. Doch es wird auch ganz neue Computer geben, wie dieses Sensorbrett, das jede einzelne Figur erkennt und falsche Stellungen meldet. Es kann gegen 12 Menschen gleichzeitig spielen und über eine Textanzeige zum Beispiel Remis anbieten, aufgeben oder Matt ankündigen. Auch dieser neue Schachroboter, der die Züge mit einem elektronisch gesteuerten Arm selbst ausführt, soll in Kürze auf dem Markt sein. Da die Händler für die neue Ware ihre alten Lagerbestände bald räumen müssen, bestehen gute Chancen für einen preisgünstigen Kauf. Aber lassen Sie sich keinen Ladenhüter der allerersten Generation andrehen. Sehen Sie schon deshalb mal ins Testheft August, das in diesen Tagen auf den Markt kommt. Das war's. Auf Wiedersehen am 5. September. Und am kommenden Samstag bringt der Hessische Rundfunk wieder den ARD-Ratgeber Schule, Beruf